Um was geht es denn heute? Sibylle erklärt uns Schritt und Trab. Apropos Schritt. Hast du auch einen Schrittzähler weltweit? Nein, ich nicht. Aber Julia hat, glaube ich, einen in ihrer Uhr. Wahrscheinlich besser. So sportlich wie du bist, wäre ein Bewegungsmelder passender. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Auf Trab zu Gast darf ich wieder einmal die mobile Trainerin Sibylle Wiemer begrüßen, mit der ich mich über die Grundgangarten und die hierfür korrekten Hilfen unterhalte. Was banal klingt, ist es gar nicht. Bevor wir uns aber ins Thema so richtig hineinknien, hier noch eine Werbung in eigener Sache. Am Samstag, den 15. Juli, findet in Schloss Hof mit Parelli-Trainerin Nina Isiegler ein Training für Einsteiger sowie für Level 2 bis 3 statt. Einen Platz hätten wir noch für das Parelli-Training am 15. Juli zu vergeben. Ebenso für die Einzelschulung in klassischer Reitkunst mit dem deutschen Trainer Horst Becker vom 27. bis 29. Oktober, ebenfalls in den kaiserlichen Reithallen von Schloss Hof in Niederösterreich im Machfeld. Interessenten können sich bei Auf Trab melden bzw. per E-Mail bei mir unter julia@auftrab.eu sich anmelden oder informieren. 2024 schaut übrigens auch Sibylle Wiemer voraussichtlich Anfang Mai in Schlosshof vorbei. Apropos Sibylle, zurück zu den Grundgangarten und den korrekten Schritt- und Trabhilfen. Die Galopphilfen habe ich angesichts der Podcast-Überlänge dann doch in einen eigenen Podcast gepackt, der dann am nächsten Sonntag online geht. Aber jetzt, los geht's. Ja, Sibylle, ein Steckenpferd für dich sind eigentlich ganz banale Dinge, und zwar die richtigen Hilfen für Schritt, Trab, Galopp, die man eigentlich schon von Anfang an lernt, aber nie beherrscht. Vielleicht können wir da mal mit dem Schritt anfangen. Wie reite ich richtig im Schritt an? Das Besondere ist, dass der Schritt als solcher eine unheimlich anspruchsvolle Gangart ist. 4 Takt, 8 Phasen. Das heißt, man hört schon viele Möglichkeiten, um den Schritt kaputt zu kriegen. Und was man wirklich für sich als Reiter ganz klar fühlen, trainieren und dann verinnerlichen sollte, ist, dass der Po total, das Gesäß, die Oberschenkel total entspannt bleiben. Das Treiben erfolgt nur aus der hinteren Beinmuskulatur. Der Schenkel wird nicht hochgezogen, nicht rangekratzt, nicht irgendwas. Das wird auch nicht wie so ein Ponykind gepufft, aber das Puffen ist aus meiner Sicht der kleinste Fehler. Mit anderen Worten, ich nenne das mal unauffälliges Puffen. Also die Bewegung ist wie so, jawohl, Herr General, dass die Absätze den Bauch, also die Waden den Bauch berühren, je nach Beinlänge bei mir. Ich habe sehr kurze Beine, bei mir berührt natürlich der Absatz oder beziehungsweise die Ferse hinten den Bauch auch. Bei sehr großen Menschen auf kleineren Pferden ist es dann wirklich mehr die Wade. Aber die Bewegung entsteht einfach nur aus der hinteren Beinmuskulatur. Das Becken bleibt entspannt. Damit ist auf keinen Fall ins Schieben gerät, weil das ist wirklich hinderlich für den Schritt. Das heißt, die Gewichtshilfe heißt beidseitig belastend, aber auch so entspannt, so losgelassen, dass die Rechts-Links-Bewegung des Schrittes also nicht nur spürbar ist, sondern eben auch, wenn überhaupt, dass die begleitet wird. Also mit anderen Worten, es gibt keinen Moment im Reiten, wo beide Beckenhälften sich gleichzeitig nach vorne oder nach hinten bewegen. Ausnahme ist der Absprung beim Springen oder das Anhalten, da klar, das ist was anderes. Aber im Schritt gibt es dieses beide Beckenhälften nach vorne einfach nicht. Und ich glaube, das ist das größte Problem, weil das Pferd letztendlich langsamer macht als schneller. Und je mehr die Leute dann schieben, das ist so ein Kreislauf dann kann das Pferd nicht mehr vernünftig seinen Rücken bewegen. Und dadurch, dass es den Rücken nicht mehr bewegen kann, geht es immer langsamer. Dadurch schiebt der Reiter mehr und der Kreislauf ist perfekt, im negativen Sinne perfekt in Gang. Also mit anderen Worten, ich sitze auf einem stehenden Pferd, ich will jetzt losreiten, dann treiben als allererstes einmal beide Beine und das Pferd geht los. Und dann geht's wieder in die Reitweisen.
Wenn wir von den Signalreitweisen, das Westernreiten, die Liberté und andere ausgehen, dann muss das Pferd von alleine sein Tempo halten. Wenn es das nicht tut, kommt ein Verstärker. Bei manchen ist es der Sporn, bei mir ist es auf jeden Fall die Gerte, weil ich mit meinen kurzen Beinen Schenkel und Sporn nicht so gut unterscheiden kann. Natürlich die FENA oder die FN, die sagen, jeder Schritt sollte herausgetrieben werden. Dann muss man aber auch ganz klar im Rhythmus des Pferdes bleiben und muss halt sein Beckengürtel so losgelassen haben, dass man die Rechts-Links-Bewegung des Pferdes fühlt. Und immer, wenn eine Beckenhälfte ganz unten ist, dann wird getrieben und dadurch wird das abfußende Hinterbein animiert, einen größeren Schritt nach vorne zu tun. Dieses Links-Rechts-Treiben darf aber nicht mit einem festen Becken einhergehen. Das ist das eine. Und das andere ist, man sollte sich aus meiner Erfahrung das gut überlegen, ob man wirklich jeden einzelnen Schritt treiben will, weil meine Erfahrung eher ist, dass die Pferde doch sehr abstumpfen, wenn man das tut, weil der Unterschied zwischen ich erhalte das Tempo oder ich steigere das Tempo ist halt so riskant, nenne ich das mal. Mhm. So, dann ist immer die Frage, was machen die Hände? Und dann die Hände zum Himmel. Die Hände, also ich liebe da Zitate von meinen alten Reitlehrern, die mich in Kindertagen geprägt haben. Die schieben das Pferd am Zügel nach vorne. Das heißt, die Hand hat eine Vorwärtsidee, aber sie bewegt sich eigentlich nicht vorwärts, sondern sie lässt nur die kommende Nickbewegung des Pferdes zu. Diese Nickbewegung im Schritt ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil das Pferd jedes Mal, wenn das Vorderbein nach vorne kommt, eben den Kopf einmal hochnimmt und wenn das Hinterbein nach vorne kommt, den Kopf wieder runternimmt. Das heißt, wenn wir die Nickbewegung verhindern, dann bremsen wir im Grunde die Hinterbeine und damit wiederum den Motor. Das heißt, wir wollen nicht wie ein Ponykind die Hände nach vorne wegstrecken. Wir wollen, und der Zügel soll da rumschlackern, kann man machen, aber also das ist nicht, also eigentlich noch nicht mal im Westernreiten so gewollt. Zumal wir ja, wenn wir den Arm nach vorne strecken, den ganzen Schultergürtel vom Reiter festmachen. Also das wollen wir nicht, sondern der Ellbogen bleibt geknickt, der Daumen bleibt aufrecht, geknickt auf seinem Zeigefinger liegen, die Faust ist aufrecht. Und diese Idee, wir schieben das Pferd nach vorne, ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Idee. Das heißt, wenn wir dann in unsere Finger reinfühlen, dann fühlen wir, dass das Pferd anfängt, den Kopf zu nicken und dann können wir diese Bewegung begleiten, indem unser Körper schön und gemütlich in seinem Sattel sitzt und unsere Hände oberhalb des Widerriss eine Vor- und Zurückbewegung beschreiben. In Wirklichkeit ist es nicht so richtig zurück, aber das, was wir dann sehen, ist eben mit jeder Nickbewegung ein kleines Vor und wieder zurück, ein kleines Vor und wieder zurück. Mhm. Gibt natürlich Pferderassen wie der Araber oder so, wo diese Nickbewegung oder Isis manchmal, wo diese Nickbewegung wirklich sehr, sehr schnell ist. Und dann braucht oft der Reiter einfach Übungen, um locker im Schultergürtel zu bleiben. Ne? Wie findest du da das Bild meiner lieben Reitlehrerin Johanna, die sagte immer, stell dir vor, du sägst mit dem Pferd hin und her ein Holz und du gehst immer, wenn das Pferd sägt, sägst du mit auf der anderen Seite. Ja, witzigerweise gibt es das sogar. Das ist zwar sehr umstritten, aber das hat wohl mal irgendjemand erfunden. Das ist natürlich hochriskant. Also ich persönlich habe es noch nie benutzt, dass man so ganz, ganz dünne Bambusstöckchen in den Zügel reinnäht oder eben festklebt irgendwie, so dass man dem Pferd auch den Weg wieder mit Nase vor, wenn man Pferde, die sehr aufgerollt geritten ist, das korrigieren will, das wissen wir alle, ist eine sehr schwierige Korrektur. Mhm. Da gibt's tatsächlich auch das als Handlung. Ich versuche das zu umgehen. Aber das Bild, das ist ja im Grunde das Gleiche in Grün. Stell dir vor, du schiebst am Zügel das nach vorn. Also im Sinne von, der Zügel darf nicht durchhängen, er soll leicht anstehen. Es gibt Reiter, die haben das mit diesem Mitgehen in der Bewegung nicht so richtig gelernt. Mhm. Und die stellen dann die Hände auf den Widerriss drauf und bewegen ihren Körper hin und her. Dann haben die natürlich für sich das Gefühl, dass sie die Nickbewegung begleiten. Aber da ja
dabei, also beim Nicken, ändert sich ja der Abstand zwischen den Ohren beziehungsweise zwischen dem Maul und dem Widerrist. Das heißt, nicht die Hände dürfen fix sein und der Oberkörper des Reiters bewegt sich im Sattel hin und her, sondern gefühlt ist der Körper des Reiters ist das, was fix ist, und die Hände machen eine kleine Vor-Zurück-Bewegung oberhalb des Widerristes. Das kann man sehr bewusst einfach trainieren, indem man einmal die Hände einfach auf die Schultern legt und dann Schritt reitet, dass man das mal fühlt. Das ist die eine Version. Und die andere Version, ich setze mich auf den Hintern und meine Hände, meine Schultergelenke, meine Ellbogengelenke machen diese kleine Vor-Zurück-Bewegung mit. Aber das Bild finde ich gut. Wie gesagt, dahinter steht eventuell, dass das tatsächlich mal genutzt worden ist für, was weiß ich, schwierige Korrekturpferde. Okay. Das eine Problem im Schritt ist sozusagen, dass das Pferd überhaupt anreitet, ja? Aber auf der anderen Seite, wenn man dann im Schritt ist, gibt es ja auch einen eigenen verkürzten Schritt. Was ist das und warum macht man das? Wenn wir uns die verschiedenen Reitweisen angucken, dann können wir sie erstmal in zwei große Gruppen einteilen. Wir haben Reitweisen, die arbeiten über die Tragkraft in die Schubkraft. Das ist die Ausnahme, aber es gibt welche, die tun das. Und es gibt welche, die arbeiten über die Schubkraft in die Tragkraft, wie Fena FN zum Beispiel. Die Légèreté, so wie ich sie bei Philipp Karl kennengelernt habe, ist aus meiner Sicht so eine Mischung. Auf der einen Seite schulen wir sehr früh die Tragkraft, indem wir zum Beispiel den Schritt verkürzen. Pferd sagt, Pferd kau schön, mobiles Maul, Pferd Genick höchster Punkt, trag dich selbst. Und mit dem Sitz, zum Beispiel durch Bauchnabel einziehen oder durch wiederholtes Ausatmen, machen wir das Pferd wirklich langsam. Also ich sage jetzt bewusst nicht versammelt, weil dann sagen schon wieder die Hälfte der Reiter, ach, das kann ich sowieso nicht. Nee, es geht jetzt erstmal nur, du reitest den langsamsten Schritt, den du dir vorstellen kannst. Damit ist das Pferd gezwungen, die Tragkraft zu erhöhen. Und ich kann euch das prophezeien, ich meine jetzt mit euch, die Zuhörer, wenn ihr das erste Mal reitet, das Pferd wird wie ein Aal sich hin und her manövrieren, weil die Hinterbeine eigentlich Hinterbeine in dem Schub bleiben wollen und nicht wissen, in Anführungsstrichen, die Hanken mehr zu beugen, vermehrt unterm Bauch, aber mit etwas höherem Schritt statt größerem Schritt zu bleiben, das ist erstmal anstrengend. Und die Pferde versuchen erstmal einen Ausweg zu finden, indem sie die Schultern und die Hinterhand in alle Richtungen schieben und vor sich hin schwanken. Wenn das Pferd das begriffen hat und ich als Reiter mit einem dicken Lob, so bist du fein, und dabei falle ich ganz bestimmt nicht nach vorne und tätschel den Hals, sondern ich bleib auf seinem Hintern sitzen und mache es nur über die Stimme oder ich mache es nur über die Stimme. Meine Pferde finden das toll, wenn ich sie lobe. Also über die Stimme zu sagen, so ist er brav, fein, so ist gut gemacht, so ein bisschen motivierend loben. Und dann merke ich wieder, er schwankt wieder, dann halte ich natürlich wieder die Klappe und dann wird er wieder mal für ein paar Schritte gerade und dann sage ich wieder, super, das machst du gut so. Das ist ein Prozess, das lernen die Pferde aber relativ gut. Und das Tolle an der Légèreté finde ich, diesen Wechsel, dann auch wieder in den Schub zu gehen und dann im Grunde relativ früh auch mit jüngeren oder noch korrekturbedürftigen Pferden diesen Wechsel zwischen verkürztem Schritt und etwas fleißigerem Schritt, Mittelschritt, etwas verstärkten Schritt, etwas versammelten Schritt, dieses Verkürzen und Zulegen der Schritte wirklich einzubauen, um dann zum Beispiel auch in den Seitengängen den Schritt etwas versammelter zu haben, etwas verkürzter zu haben oder eben in den Pausen auch das Pferd in die Dehnung zu lassen, ohne dass er jetzt so völlig auf die Vorhand fällt. Insofern, ich finde es eine gigantische Übung und ich zitiere Nuno de Oliveira, oh Gott, diese ganzen Oliveiras, ich wusste das gar nicht, das ist so ein ganz häufiger Name in Portugal, ne? Nuno Oliveira, der berühmte Reitmeister, der 88 gestorben ist, der ist mal gebeten worden, er soll das Schwierigste reiten, was er kann. Und er hat geritten von A nach C durch die Länge der Bahn, versammelter Schritt. Und dann hat der Zuschauer, auch ein sehr, sehr großer Pferdemann, gesagt,
ist das Schwierigste? Was ist mit Piaffen und Pirouette-Piaffen und was weiß ich? Da sagt er, ohne jegliche Anlehnung durch eine Bande, ein versammeltes Pferd schnurgerade zu reiten im Schritt, im versammelten Schritt, das ist das Schwierigste überhaupt. Aber das ändert ja nicht daran, dass wir es versuchen können, indem wir einfach dieses Perfektionsbild nur im Kopf haben und sagen, das ist unser Ziel. Und bis dahin verkürzen wir den Schritt und halten es auch mal aus, dass das Pferd ein bisschen schwankt und bleiben da aber ganz cool und positiv. Dann halten wir fest mal für den Schritt. Also du hast mehrere wichtige Dinge gesagt. Einmal zum Schluss eine Übung, dass man sozusagen durch die Länge der Bahn oder durch die Bahn wechseln im Schritt versucht, eine gerade Linie zu reiten, was nicht so einfach ist, laut Nuno. Und das Zweite war dann, dass man das Pferd nicht in eine starre Hand hineintreibt, sondern dass die Hand die Nickbewegung, die ein Pferd beim Schritt hat, und da kommen wir wahrscheinlich im Galopp dann wieder dahin, auch mitmacht und auch praktisch die Bewegung des Pferdes mitnimmt, und dass man nicht nur immer so, wie man es beim Trab gewöhnt ist, unterschiedliche Tempis, Wechsel macht, dass das auch beim Schritt geht und durchaus einen Sinn macht. Habe ich was vergessen? Ja, nee, das ist das Wichtigste. Dann sind wir beim Trab. Wie reite ich vom Schritt zum Trab oder wie wechsle ich vom Stehen zum Trab? Beim Trab ist es so, dass wenn wir mal in so eine, ich nenne das mal, in so eine Selbsterfahrungsmodus wechseln, ganz tief in uns drin, vor allen Dingen, wenn wir große Warmblüter oder Friesen oder sowas mit viel Schwung reiten, oder die Kaltblüter, die so eine sehr große Gruppenbewegung haben, dann haben wir letztendlich immer noch eine Rechts-Links-Bewegung. Da wir alle aber schon mal getrabt haben, wissen wir, dass beim Trab halt diese nach vorne oben und wieder runter Bewegung, diese Wellenbewegung des Beckens vorherrscht. Also fangen wir mit dem Sitz an. Die Hüftgelenke sind vorne in den Leisten des Menschen. Also wenn wir da hinfassen, wo unsere Hosen die viele Knicke machen, da ist nach unten das Bein und nach oben das Becken, und da drin sitzen unsere Hüftgelenke. Unsere Hüftgelenke sind in dem Moment, wenn das Pferd mit 2 Beinen am Boden ist, maximal gebeugt, und wenn wir in die Schwebephase kommen, ist da eine gewisse Streckung drin. Also nicht bis ganz gerade, aber eben die Bewegung der Hüftgelenke ist eben im Schritt dann da. Was ganz, ganz wichtig ist, dass wir wieder über Losgelassenheit uns vorstellen, jetzt wird das Pferd gleich antraben, dass unser Becken diese Bewegung sofort mitmacht. Dazu müssen wir in Anführungsstrichen auf unserem Popo sitzen, unsere Gesäßhälften belasten, damit die Bewegung nach vorne oben geht mit dem Becken und nicht erst über so einen Entenpopo, erst nach hinten und dann über den Schwung des Pferdes mit so einer Schlängelbewegung in einer Wirbelsäule wieder nach unten. Das ist etwas, das könnt ihr, wenn ihr euch mal eine Reithalle vornimmt und einfach mal Menschen beim Traben beobachtet, dann werdet ihr, also aus meiner Erfahrung, sicher Menschen sehen, deren Becken in die richtige Richtung schwenkt, aber ihr werdet auch Menschen sehen, deren Becken erst so ein Schisslerweng macht, also ich weiß da kein deutsches Wort für, so einen komischen Bogen erst reinzieht. Ich nenne das Becken schwingt in die richtige Richtung oder es schwingt falsch herum. Für das Pferd, was nicht vorwärts gehen mag, ist falsch herum fatal. Das heißt, da ist es tatsächlich so, dass ich Reiter dann vorübergehend bitte, lehn dich übertrieben nach hinten bei sehr lockerem Becken. Und zwar wirklich, der Bauchnabel soll weiter nach hinten, das Becken soll nach hinten, wirklich wie im Sofa so ein bisschen anlehnen, bis der Reiter das wirklich fühlt. Es gibt leider viele Reiter, denen das am Anfang nicht ordentlich beigebracht worden ist, zu fühlen, jetzt schwingt mein Becken nach vorne oben in die richtige Richtung. Oh, jetzt tut es das nicht. Also das heißt, das Becken ist locker und nimmt voraus, also im Kopf, ich muss jetzt so locker sein, weil gleich trabt das Pferd nach vorne oben. Mich an, nenne ich das mal. Also ich werde gleich in die Richtung bewegt. Mhm. Ich bin kein Freund von, ich sitze jetzt extremst gerade oder ich kipp nach vorne oder irgendwas.
ich kann für mich nur sagen, egal welche Rasse, Pferd, auch die Isländer, die können alle mit einem vernünftig sitzenden Reiter prima antraben. Dann ist die Frage, was machen die Beine? Im ersten Moment, und das ist ja das Besondere an der Reiterei, würde ich sagen, sie machen eigentlich das Gleiche wie beim Schritt, zumindest für mich. Das heißt, beide Beine ans Pferd, wobei ich nicht die Knie hochziehen möchte, nicht die Absätze hochziehen möchte, nicht die vordere Oberschenkelmuskulatur anspannen, sondern wirklich aus der Hinterseite der Beine heraus ein Jawohl, der Herr General zum Antraben. Dann müssen wir Reiter uns aber die Frage stellen, woran weiß das Pferd jetzt, dass es Schritt wird oder Trab wird? Ich habe dazu eine Webinarreihe bei Elopage angefangen mit Kollegen von mir, weil wir diese Fragen einfach versuchen, jetzt immer mehr auf den Griff, auf den Grund zu gehen, weil wir uns echt fragen, wie unterscheidet eigentlich das Pferd all diese Unterschiede? Naheliegend, wenn man die Ponykinder sieht, wenn die im Schritt losreiten, dann, sag ich mal, puffen die mit so einer Intensität von 0 bis 10 mit 3, dann läuft das Pferd im Schritt los, Ponykind ist zufrieden. Und wenn sie antraben wollen, dann puffen sie mit 5 oder 6 und das Pferd trabt an. Aber mal ehrlich, das wollen wir ja als Erwachsene eigentlich nicht. Also ist tatsächlich die Frage, woran erkennt das Pferd dieses jetzt ist, also wenn es steht, ne, jetzt wird's Schritt, jetzt wird's Trab. Es ist aus meiner Sicht nicht eine Frage von Dauer des Beines. Wie lange ist das Bein am Pferd, bis es dann endlich trabt oder bis es dann endlich schnell einen Schritt geht oder so. Das ist es für mich auch nicht. Ich glaube tatsächlich, und davon bin ich überzeugt, dass der Plan in unserem Kopf ausschlaggebend ist, weil ich bin davon überzeugt, dass die Pferde so empathisch sind, dass sie ein Stück weit wirklich vorausnehmen, was wir tun wollen. Weil ich im Unterricht immer wieder Momente habe, wo das Pferd und ich als Unterrichtsgebender mir einig sind und der Reiter sagt, ich weiß jetzt gar nicht, warum er angaloppiert hat. Da sagte ich, weil ich vielleicht gerade so dachte, das ist jetzt genau der richtige Moment, um einen schönen Galopp zu entwickeln. Und das Pferd sagt, ja, sehe ich auch so und weg ist es. Also ich weiß es nicht. Ich stehe aber dazu, dass da etwas Empathisches ist, was die Pferde sicher vorausnehmen. Und spannend ist wieder, was tun die Hände? Ich bin nicht FENA und FN-konform im Sinne von, ich treibe gegen die Hand, weil aus meiner Sicht ist das sinnlos. Bleiben wir erstmal bei dem Anfänger. Da geht es wieder drum, Raum lassen, dem Pferd den Raum lassen, anzutraben. Ich gehe wieder zu meinem Zitat, zu deinem Zitat von deiner Johanna oder meinem Reitmeister Uwe Wichmann, der ja leider 98 gestorben ist. Das Pferd nach vorne schieben wollen am Zügel, ohne den Zügel durchhängen zu lassen. Und wenn das Pferd nicht sofort reagiert, tick, tick, tick die Gerte, um das zu unterstützen. Also wirklich das Signal und den Verstärker auch zu trennen. Also nicht Bein, 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 hau, 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 hau und alles möglichst gleichzeitig, nix. Sondern einmal Bein, so wie ich es gerne haben möchte. Das ist das Signal. Und tick, tick, tick die Gerte, bis das Pferd vorwärts geht. Und dann wird es spannend, weil dann kommt der Moment, wo wir während des Antrabens dem Pferd vielleicht sagen wollen, kau weiter, runde dein Genick, bleib in der Beizäumung, geh am Zügel, das können wir wieder ausdrücken, wie wir wollen. Und dann wird's ja spannend, weil auf der einen Seite haben wir die Hilfe des Antrabens und auf der anderen Seite wollen wir durch das Schließen der Hilfen das Pferd ja unter einer gewissen Grundspannung halten. Der Rücken soll aufgewölbt sein, aktive Hinterhand und Genick höchster Punkt, Nase Richtung Senkrechte. Und dann wird's ja richtig spannend. Wenn ich jetzt einen Reiter sehen würde und wäre im Unterricht, wäre ich mir meiner Sache total sicher. Den gucke ich mir an und kann genau sagen, da hapert's grad. Wenn ich das Ganze nur in der Theorie sagen will,
finde ich es sehr herausfordernd und ich stehe dazu. Ich bin vielleicht die einzige meiner Zunft der Reitlehrer, die sagen, manchmal ist es erstaunlich, warum die Pferde uns überhaupt verstehen. Aber ich glaube, ich konnte mit meinen Gedanken eben euch klar machen, dass das eben nicht alles so einfach ist, wie es ist. Weil einfach nur Sporen in die alten Löcher und Hand vor, ja, dann traben die Pferde an, aber vielleicht nicht so, wie wir sie wollen. Ruck ins Maul, schon steht der Gaul, ist auch nicht das, was wir wollen. Also mit anderen Worten, wir haben eine sehr breit gefächerte, feine Abstimmung. Ich finde das wirklich anspruchsvoll und es bleibt für mich immer noch die Frage, wie unterscheiden die Pferde das bis ins Letzte? Wenn das Pferd erstmal trabt, ist ja die Rechts-Links-Bewegung so schnell, dass wir sie fast nicht, also wir könnten sie nicht benennen, wir könnten nicht unbedingt sagen rechts, links. Wir können sie fühlen, das weiß ich, weil mir wird nachgesagt, dass ich immer am richtigen Moment angaloppiere. Das heißt, ich fühle definitiv den Moment, jetzt wird das äußere Hinterbein auffußen, also muss ich die Galopphilfe geben, damit er vorne hoch kann und angaloppiert. Sprechen könnte ich es nicht. Das habe ich versucht in den vielen Jahren, wenn ich Unterricht gegeben habe. Das kann ich nicht. Das geht einfach zu schnell. Klappe halten, Konzentration und reinfühlen. Dann fühle ich aber, welches Hinterbein abfußt. Aber mein Treiben ist gleichzeitig, einfach durch diese enorme Hüftbewegung auch. Da muss ich gar nicht viel tun. Weil die Beine ja durch den Schwung des Pferdes in Anführungsstrichen bewegt werden. Also das ist ja noch nicht mal, dass ich da so viel tun muss. Und wenn das Pferd darauf nicht reagiert, dann kommt wieder der Verstärker, tick, 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 die Gerte, im Sinne von erinnern und ermahnen, nicht im Sinne von hauen und mit der Gewissheit, dass ich nicht gleichzeitig im Maul rucke. Mhm. Jetzt gerade noch mal zu den Händen, wenn ich jetzt wieder zu meinem Bild mit der Säge gehe. Die Fußung ist ja anders im Trab. Da ist ja nicht so viel Bewegung im Hals wie beim Schritt oder beim Galopp. Das heißt also, ich gehe nicht mit den Händen so wie beim Schritt oder nachher beim Galopp mit so stark in die Bewegung, weil die Bewegung ja nicht so stark ist, oder? Deswegen ist die Hand eigentlich jetzt, sie steht mehr wie im Schritt oder im Galopp. Gut, dass du das sagst. Ich persönlich benutze das Wort die Hand nie, sage ich dir ganz ehrlich, weil ja. Die Hand bewegt sich überm Widerrist. Ja. Der Widerrist macht ja aber, wenn wir uns jetzt mal ein trabendes Pferd vorstellen, der Widerrist macht riesige Bewegungen nach vorne oben und wieder runter. Also der macht ja eine riesen Wellenbewegung. Mhm. Ganz tief in meinem Herzen finde ich, dass unsere Hände diese Wellenbewegung begleiten müssen. Also es ist ein minimales Vorhoch und absinken lassen, Vorhoch und absinken lassen. Ich glaube allerdings, dass die Bewegung so klein ist, dass wir sie nur im starken Trab, da könnt ihr mal, wenn ihr mal bei YouTube euch paar Weltmeisterschaftsvideos anguckt oder so, da gibt es schon Reiterhände, wo man das sieht, dass sie diesen Trab begleiten, wobei sie ja witzigerweise heutzutage keine Rahmenerweiterung mehr reiten. Also wir mussten ja noch den Rahmen erweitern, wenn wir Mitteltrab oder starken Trab geritten sind. Aber trotzdem Rahmenerweiterung, dann gibt das Ganze wieder Sinn, ne? Aber ich gebe dir recht, ich glaube, dass im Schritt und im Galopp das anspruchsvoller ist als im Trab. Aber diese Grundidee, ich will mein Pferd nach vorne bewegen in der Hand und nicht rückwärts ziehen, damit er irgendwo hingeht und den Kopf anders hält oder sowas. Das bleibt Thema. Und die Kunst ist es tatsächlich durch die Zügellänge, durch das Verkürzen des Zügels, durch vielleicht ein wenig Anheben der inneren Hand oder ein bisschen Öffnen der inneren Hand, je nachdem, was nötig ist, das Pferd zu animieren, im Kiefergelenk und im Genick so loszulassen, dass es am Zügel geht. Aber das ist für mich nicht ich reite gegen eine durchhaltende Hand oder sowas. Oder das Pferd soll jetzt vorwärts gehen. Er hat mal was ganz Besonderes erleben dürfen. Anja Beran war hier in Fintel und hat Philipp Karl besucht. Und in der Pause bat Philipp mich, meinen Hengst zu reiten. Und ich habe mehr oder weniger eine Diskussion zwischen den beiden ausgelöst, weil mein Hengst damals noch mit seinem gebrochenen Unterkiefer oder eben verheilt gebrochenen Unterkiefer
nicht ganz so einfach am Zügel zu reiten war und vor allen Dingen über Kraft gar nicht. Und so war es dann so, dass das eine Stunde tatsächlich war, wo meine Aufgabe war, halt ihn rund während der Trab-Halten-Übergänge. Das war für mich schon wirklich anspruchsvoll, weil ich ja mittlerweile so in der Légèreté damals drin war, dass ich nicht mehr gegenhalten. Ich wollte nicht mehr meine Hand festmachen. Und in der Légèreté ist es so, beide Hände machen das sowieso nie. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass es hieß, die äußere Hand muss jetzt dem Pferd die Stabilität geben. Beuge dein Genick. Und die innere Hand wird leicht angehoben. Dadurch verschiebst du das Gebiss im Maul, hast den inneren Maulwinkel mit als Impuls, so dass das Pferd sich in Anführungsstrichen die Nase eben mehr Richtung Senkrechte bringt. Und ich weiß noch, als die beiden zufrieden war, da habe ich angehalten und habe gesagt, wisst ihr, und jetzt habe ich so ein Gefühl, ich rolle ihn auf, weil es für mich außergewöhnlich war, diese Präzision in diesem Moment so konsequent durchzureiten. Und sie haben aber beide mir versichert, Genick ist immer noch höchster Punkt, es ist alles im grünen Bereich. Aber für mich war so ein Gefühl entstanden, dass der Widerrist sich so nach vorne bewegt. Ja, ich sage jetzt mal, ja, war so ein Gefühl von, der Widerrist bewegt sich übers Genick hinweg, was aber Quatsch war, weil das Pferd ließ sich sowieso nicht aufrollen, das war das Erste. Und das Zweite ist, von meinem Gefühl her war aber das von der Hilfengebung ungewohnt. Ich kannte das natürlich aus meinen Kindertagen, dieses Gegenhalten beim Antraben. Aber da mein Turnierpferd der 80er, 90er Jahre sehr, sehr sensibel im Maul war, habe ich nie Kraft gebraucht für diese Aktion. Und im Grunde war es dann so, ich musste einen Weg finden, mich damit so zu arrangieren, dieses neue Gefühl zu verarbeiten, weil es sich anders anfühlte als ein beide Hände begleiten das Pferd ins Vorwärts. Der Witz war, dass beide Reitausbilder mir prophezeit haben, das ist nur eine Medizin. Und siehe da, das war nach 1, 2, 3 Wochen war das weg. Und dann konnte ich gefühlt in mein altes Gefühl zurück. Ich schiebe das Pferd an beiden Zügeln nach vorne und er blieb dann rund. Das war ein sehr außergewöhnliches Erlebnis für mich. Und ihr hört das wieder, es ist nicht einfach zu beschreiben. Ne? Also das heißt, was man den Hörerinnen mitgeben kann, also grundsätzlich ist eine gute Idee das Bild von dir, dass man das Pferd schiebt und nicht zieht. Das finde ich gut, dass man praktisch. Und das nächste ist, es kann natürlich Korrekturen geben, die man natürlich auch mit Reitlehrer auch kontrolliert beheben sollte. Da kann es durchaus mal sein, dass man praktisch die äußere Hand stehen lässt. Aber wie gesagt, das muss man individuell dem Pferd entsprechend machen und da natürlich mit einem geschulten Auge von eines Trainers und da nicht zu viel herum experimentieren. Und dann muss ich noch eine Sache dazu sagen. Die äußere Hand stehen lassen heißt ja nicht, dass die Faust unbeweglich ist. Genau. Wenn ich diesen Moment heutzutage mit meinen Reitschülern nachreite, weil sie an einem ähnlichen Ausbildungspunkt sind, dann, ich liebe ja diese SOS-Riemen, also diese Maria-Hilf-Riemen oder diese Haltegriffe, die man vorne an den Sattel rantüdelt. Hab auch mit Georg Kiefer GmbH extra einen etwas dickeren entwickelt, der nicht so einschneidet, wenn man sich da als Anfänger tatsächlich mal festhalten will. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich nur den Daumen da reinhänge, dann kann ich die Faust ja immer weiter bewegen. Also ich kann die Faust ich kann die Finger auf und zu machen, ich kann die Faust ein bisschen eindrehen und also ein bisschen kleiner Finger Richtung zu mir als Reiter und wieder nach vorne Richtung Pferdemaul. Der Punkt ist aber, dass die Position der Hand muss in so einem Moment stabil sein. Wenn die Hand nach vorne oder nach hinten wegwandert, dann kann das Pferd letztendlich nicht verstehen, was es werden soll. Aber die festgestellte Faust an diesem Punkt, an diesem Ort, räumlich gesprochen, bedeutet ja, sie kann in sich immer noch total beweglich sein. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich ganz klar vor Augen hält. Eine festgestellte Hand heißt nicht eine unbewegliche oder harte oder Hand, die wie ein Ausbinder einfach dahin gedonnert wurde, sondern es heißt,
Die Position der Hand ist fix, aber die Fingerbeweglichkeit und die Handgelenksbeweglichkeit bleibt erhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ne? Mhm. Gut, noch eine Frage, weil wir ganz am Anfang beim Schieben waren. Wie tut man denn einen Trab richtig verstärken, beziehungsweise wieder vom, sagen wir mal, Mitteltrab dann zurückkommen? Also da kommen wir im Grunde in die Frage der Paraden und ob jetzt halbe Paraden und Demi-Arrês, wie man es nennen will, das Zurücknehmen des Pferdes am Sitz ist, bleiben wir mal mit so einem ganz allgemeinen Ausspruch, ist für mich immer ein Zusammenspiel. Und mein Unterricht, und das hat sich total bewährt, egal welche Reitweise, ist Bauch, Beine, Po, Ausatmen, Hand. Bauch, Beine, Po heißt Bauchnabel anspannen, wieder loslassen, weil du kannst nicht mit eingezogenem Bauchnabel immer weiter reiten, das geht nicht. Bauchnabel anspannen, wieder loslassen. Das kann man auch 2-3 Mal wiederholen und man wird merken, die Pferde fangen relativ schnell an, darauf zu reagieren. Also Bauchnabel anspannen, wieder loslassen, vielleicht wiederholen, wieder loslassen. Die Pferde fangen an zu reagieren und nehmen sich schon ein bisschen zurück. Manche ist sogar fühlbar, dass der Widerrist oder der Rücken so ein bisschen angehobener wird. Also das tatsächlich gigantisch. Eigentlich ist der Bauchnabel einziehen die halbe Parade. Beine Po heißt für mich, dass der Po die Bewegung zulassen muss, die da jetzt kommt und Beine entspannt am Pferd sind. Ich bin kein Fan von Nachtreiben gegen die Hand, weil ich ja grundsätzlich nicht Bein gegen Hand bin. Ich bin ein Bein ohne Hand, Hand ohne Bein Liebhaber. Das heißt ja nicht, dass die beiden sehr schnell miteinander agieren können, aber ich finde, wenn das Pferd im Gleichgewicht ist, steht es am Ende sowieso geschlossen. Also brauchen wir nicht nachtreiben, damit das Pferd, also das läuft ja. Bauch, Beine, Po, ausatmen. Ausatmen ist witzigerweise so, dass ich meinen erwachsenen Reitschülern genau wie den Kindern, also den Kindern habe ich gesagt, Kerze auspusten. Da machen witzigerweise Kinder und Erwachsene, da sage ich, ja, nicht eine Kerze. Stell dir vor, Geburtstagstorte mit 10, 15 Kerzen. Du willst wirklich ausatmen. Weil, wenn ihr euch auf eure Stühle setzt, einfach aufrecht seid, so wie wenn ihr auf dem Pferd wärt, die Bewegung des Ausatmens macht was mit dem Beckenboden. Und da bin ich wieder überzeugt, dass das Pferd das fühlen kann. Also Bauch, Beine, Po, ausatmen, Hand. Jetzt kommen wir gleich zur Hand. Der Punkt ist, Bauch, Beine, Po, ausatmen, Hand kann man ja rein theoretisch auch x-mal wiederholen. Gerade wenn man Pferde hat, die Schwierigkeiten haben, anzuhalten, dann ist es so, dass man sich zurückgehen sollte in eine Korrektur, dass man sagt, ich versuche die Parade jetzt so perfekt wie möglich zu geben und mich auf keinen Fall festzuziehen, mich auf keinen Fall in die Bügel zu stellen, nicht den Popo anzuspannen, nicht nach vorne, nach hinten, sonst wohin zu fallen, sondern wirklich, ich wiederhole diese Parade so lange, bis es halt funktioniert. Und dann dauert es halt bei einem Pferd, wo dieser Bereich korrigiert werden muss, dann dauert es halt mal eine halbe Runde Zirkel oder vielleicht eine halbe lange Seite oder sowas. So, und dann ist wieder die Frage, was macht die Hand? Ich habe da für mich ein Bild entwickelt, was sehr gut funktioniert. Auch da, wenn ihr euch einmal aufrecht hinsetzt, eure Ellbogen anwinkelt, nach vorne, so als wärt ihr jetzt auf dem Pferd. Da vorne, wo jetzt die Fäuste sind, stellt ihr euch vor, eine gedachte Glasscheibe. Und auf dieser gedachten Glasscheibe dürfen die Hände sich bewegen. Sie dürfen nicht hinter die Glasscheibe und nicht vor die Glasscheibe. Also mit anderen Worten, ich will die Hand nicht nach vorne strecken, bis die Hand den Schultergürtel festmacht und der Zügel durchhängt. Ich will aber auch nicht die Hand zu mir ziehen, bis ich da mit irgendwelchen Kraftaufwendungen am Zügel ziehe, sondern ich bleibe auf meiner gedachten Glasscheibe. Und dann ist wieder vor, will ich die Finger auf und zu machen, also den Schwamm ausdrücken, will ich das Handgelenk eindrehen und wieder gerade machen, will ich eine Handgelenksbewegung da reinbringen oder will ich, wie in der Légèreté, die Hände leicht nach oben auf meiner Glasscheibe bewegen.
ist für mich alles in Ordnung, solange die Hände in Bewegung bleiben. Mit anderen Worten, eine eingeknickte Hand, die dann am Ende voll Verzweiflung doch noch Richtung Bauch sich bewegt, ist für mich genauso ein Drama wie eine hochgezogene Hand, die da oben hängen bleibt. Oder ein Faust auf und zu und dann bleibt die Faust maximal zu und dadurch wird der ganze Arm fest. Es ist immer in Bewegung, also entweder die Finger auf und zu oder das Handgelenk eindrehen und wieder gerade oder die Hände etwas rauf und wieder runter. Das in Anführungsstrichen, da ist es mir wieder egal, welche Reitweise. Hauptsache, es ist nicht etwas Festes, weil das ist so. Wir haben ja diesen Karikaturisten gehabt, der mit diesem Kaltbluthengst im Landesgestüt Warendorf immer so Gedichte gemacht hat. Und da gab es eben diesen Spruch, Ruck im Maul, schon steht der Gaul, Zug im Maul, irgendwas. Also ich glaube, er hat sogar beides gesagt, ich weiß es nicht. Aber Zug im Maul, schon steht der Gaul, ist einfach falsch. Ob das eine feste Faust ist, eine hochgezogene Hand auf Dauer oder ein eingeknicktes Handgelenk, was sich in dieser verkanteten Version nicht mehr weiter bewegt. Es ist in Anführungsstrichen egal, was davon. Es muss in Bewegung bleiben, weil eine tolle Idee finde ich, während ich das Pferd durchparieren will, möchte ich, dass es weiter kaut. Das kann ich nämlich nur, wenn ich in Bewegung bleibe. Und dann ganz oft kommt dann, wenn die Leute das erste Mal bei mir reiten, kommt dann die Aussage, ja, aber jetzt war die Parade doch auslaufend. Da kann ich nur sagen, ja, jetzt erklär mir mal, warum die auslaufende Parade das Schlimmere ist, als am Pferd so zu ziehen, dass das Pferd irgendwie vielleicht sogar mit Widerstand im Maul und im Genick durchpariert. Okay, gut. Dann noch eine Frage eben nochmal zum Trab. Jetzt haben wir eben das Durchparieren, also das Tempo zurücknehmen. Wie schaffe ich sozusagen, das Tempo zu erhöhen, sagen wir mal vom Arbeitstrab in Mitteltrab? Ich soll ja nicht einfach die Hände nach vorne schmeißen und wie du gesagt hast, pushen oder wie hast du das genannt bei den Kindern? Puffen. Puffen, genau. Puff mal. Also klopfen und Hand nach vorne, das ist es ja nicht. Wie sozusagen verstärkt man das Tempo? Das ist ja wahrscheinlich im Trab genauso wie im Schritt. Naja, ich sag mal so, unser Idealfall ist ja, dass wenn wir das nächste Mal die Beine zumachen und sagen, in Anführungsstrichen, wenn wir mitten im Traben nochmal antraben, dann sollte das Pferd die Tritte verlängern und zulegen. Wenn es das nicht tut, erinnert die Gerte das Pferd daran, dass das Bein einen definitiven Vorwärtsimpuls gegeben hat und dass das Pferd sich danach richten soll. Das ist natürlich wieder schon ein bisschen der Idealfall. Wenn wir im Leichttraben sind, dann ist es wichtig, dass der Reiter seinen Körper dementsprechend mitbewegt, also mit anderen Worten etwas akzentuierter aufsteht und sich natürlich nicht plumpsen lässt, aber wieder hinsetzt, relativ hoch mit dem Po aufsteht, um selber sehr schnell in Becken und Hüftgelenken zu werden. Und wenn er das Pferd langsamer machen will, dass er dann, also meine Kinder nennen das Kaugummi-Po, dass man mit dem Bild, ich habe mich in ganz viel Kaugummi gesetzt und ich kriege meinen Po nur noch ach und krach so 5-6 Zentimeter hoch. Also eine sehr viel langsamere Aufsteh-Hinsetzbewegung macht, dass die Pferde dort, das meine Erfahrung ist, die reagieren da alle drauf. Je jünger und unverdorbener sie sind, desto deutlicher reagieren sie darauf und desto mehr man ihnen das durch Lob unterstützt, desto feiner werden sie da auch. Und tatsächlich kann ein Reiter dann durch die Art und Weise des Leichttrabens das Pferd in seinem Tempo sehr gut variieren zwischen Zulegen und Einfangen. Im Aussitzen, wie gesagt, ich habe nie gelernt zu schieben. Also zu schieben habe ich eigentlich nur diesen allerletzten Galoppsprung vor dem Absprung da, dass man da das Becken wirklich nach hinten kippt und dran sitzt, wenn das Pferd eben droht, stehen zu bleiben oder so, dann schon. Aber sonst in der Dressur habe ich es nicht gelernt. Ich habe immer gelernt, nimm die Bewegung vorweg. Also mit anderen Worten, in meinem Kopf ist klar, wenn ich jetzt treibe, wird das Pferd schneller, die Bewegung wird größer, also muss mein Becken dementsprechend locker sein und dem folgen. Im Trab ist es ganz wichtig, dass man dabei auf dem Po bleibt, dass das Becken in die richtige Richtung schwingt, also dass diese nach vorne oben Bewegung betont wird.
und dass die Hand in keinster Weise gleichzeitig in irgendeiner Weise, gerade wenn wir Pferde haben, die schwerer zu sitzen sind, irgendwie zum Festhalten genutzt wird. Jetzt werden natürlich viele sagen, ne, das mache ich ja nun sowieso nicht. Ja, wenn sich da mal alle so sicher sein könnten, weil wenn das Pferd dann so einen richtigen Schub nach vorne macht, selbst wenn es nur aus dem langsamen Trab in einen schnellen Trab wechselt, dann gibt es einen Moment, wo die Fliehkraft uns nach hinten holt. Und dann so unabhängig zu sein, dass die Hand nach vorne schnellt, um das auszugleichen, dass wir so ein bisschen das könnte nicht jeder, glaube ich. Also mit anderen Worten, es ist ganz wichtig, dass die Hand das zulässt. Die Hand will das Pferd aber auch nicht auseinanderfallen lassen. Und deswegen ist zum Beispiel für mich eine schöne Übung, das habe ich ja in meinem Buch dann auch drin, das Zulegen in Dehnung zu reiten, aber das Zulegen auch nicht in Dehnung, also am Zügel zu reiten und in Aufrichtung, wer es kann. Also es kommt ja dann darauf an, wie hoch das Pferd ausgebildet ist. Und das Gleiche aber auch mit dem verlangsamten Trab. Man kann ja jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme den Trab ein bisschen verkürzt, reite vielleicht sogar ein paar Tritte Schulter rein oder wer Pferd verkleinern, vergrößern, ist mir egal. Also ein bisschen seitwärts baue ich da rein oder vielleicht eine Volte oder was auch immer und dann wende ich ab auf eine Gezirkellinie und schicke das Pferd richtig vorwärts. Dann kann ich das dabei in Dehnung schicken. Also komme ich von dem etwas aufgerichteten Pferd, von dem Pferd in Beizäumung in die Dehnungshaltung. Ja, aber ich kann es eben auch genau andersrum machen. Ich kann ja auch sagen, ich versuche das Pferd in den Seitengängen ein bisschen mehr in eine Dehnung zu bringen, um wirklich sicherzustellen, dass der sich im Widerriss nicht eng macht, dass wirklich der Rücken mitschwingt. Und dann, wenn ich zulege, dann habe ich mein Pferd so am Sitz, dass ich es in Dehnung schicke, aber eben nicht schnell werde, sondern langsam bleibe. Also ich kann ja wechseln, die Kopfhalsposition, unabhängig von dem Tempo des Pferdes. Ne? Gut. Und dann wird es wieder spannend, weil dann macht es Spaß, weil es Abwechslung ist. Ne? Sehr fein, danke Sibylle. Damit wären wir beim Galopp. Über die richtigen Galopphilfen unterhalten sich Sibylle und ich aber erst in der nächsten Auf Trab-Folge. Ich hoffe, wir hören uns. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag.